Ich bin ein schlechter Mensch. Here's why. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video online gehen wird. Wahrscheinlich erst in ein paar Wochen. Aber ich muss es jetzt einfach machen, weil mein schlechtes Gewissen treibt mich in den Wahnsinn. Heute ist der... Wie viel ist heute? Heute ist der 23. Juli und ich bin letzten Samstag mit meinem Papa nach Linz gefahren mit dem Zug, weil wir das Plastikspektakel angeschaut haben. Das ist ein Street Festival. Und dann am Abend waren wir noch bei meiner Lieblingsbar am Salonschiff Fräulein Florentine auf einen Drink und dann sind wir wieder heimgefahren. Wir haben ein bisschen am Bahnhof warten müssen, weil, ja, wir waren halt zu früh da. Und wir waren dann schon am Bahnsteig und da ist ein Mann zu uns hergekommen. Zwischen 60 und 70 hätte ich ihn eingeschätzt. Er hat ein kariertes Hemd angehabt und so eine Jacke drüber und eine beige Hose und ein Kapperl auf, also so eine Kappe. Er hat einen Koffer in der Hand gehabt und er ist dann zu uns hergekommen am Bahnsteig und es war eigentlich nicht wirklich jemand anderes da, außer uns. Ich habe mir schon gedacht, okay, was ist mit dem, was will der von uns? Der Mann hat sich dann zu uns gestellt und hat uns gefragt, do you speak English? Also ziemlich starker Akzent. Und wir dann so, ja, ja. Und er hat uns dann erklärt in sehr gebrochenem Englisch, es war wirklich schwer ihn zu verstehen, dass er aus Israel kommt und dass er seinen Flug verpasst hat, weil er seinen Zug verpasst hat zum Flughafen Wien von Linz aus. Und er hat uns dann gesagt, dass er unten war am Information-Schalter und dass der Typ dort recht nett war etc. und hat ihm irgendwie einen anderen Weg gesucht, wie er schnell zum Flughafen kommen kann, um in einen Flieger einsteigen zu können und hat ihm dann quasi den Minimumpreis rausgesucht und der Preis lag bei 76,80 €. Das hat er uns gezeigt auf so eine Rechnung, die er in der Hand gehabt hat. Er hat dann 100-mal gesagt, dass es ihm extrem unangenehm ist und dass er kein armer Mann ist, aber seine Religion ist so, dass sie an Samstagen kein Geld ausgeben. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Mann kam aus Israel und er war Jude und die Juden feiern einen Tag in der Woche Sabbat und Sabbat ist quasi der Ruhetag. Und je nach Region oder je nachdem, wie ernst du deine Religion nimmst, ist dieser Sabbat eben dann ein Ruhetag, auch im Sinne davon, dass sie kein Geld ausgeben. Und dieser Mann nimmt seine Religion offenbar noch sehr ernst, was ich sehr schätze. Er hat gesagt, es ist ihm wahnsinnig unangenehm, aber er würde bitten darum, dass wir ihm ein bisschen ein Geld geben können. Er hat bereits 50 € gehabt, das hat er uns auch gezeigt. Das heißt, er hätte nur noch 26,80 € gebraucht. Mein Papa und ich weiß nicht, also ich bin normal sehr skeptisch bei solchen Sachen, aber es hat echt ehrlich gewirkt und man hat es ihm ansehen können, dass es ihm sichtlich unangenehm war. Mein Papa hat ihm dann 2 Fünfer gegeben, also 10 €. Und ich hätte ihm wirklich gern was gegeben. Das Problem war, und jetzt kommen wir zu der Sache, warum ich ein schlechter Mensch bin. Ich war unterwegs mit meinem Shanta-Bag. Das ist dieser Beutel da. Den kennt ihr vielleicht von meinem Feschmarkt-Video. Und der hat eben ein großes Fach und dann hat er da innen so ein Handyfach. Und im großen Fach war mein Geldtaschel und da habe ich eigentlich nur das Handy drin. Und in meinem Geldtaschel habe ich einen 100er-Schein mitgehabt und sonst kein Geld. Ich habe auch keine Münzen gehabt. Und ich habe ihm dann gesagt, ich kann ihm nichts geben, weil ich nur 100 € habe auf einmal. Und alleine das macht mich einfach... Es lässt mich so blöd ausschauen, so richtig. Oh, sorry, I've only got 100 €. Und das Problem war, er hat dann gesagt, es passt. Er freut sich über die 10 €, die er bekommen hat. Das heißt, er hätte nur mehr 11,80 € gebraucht. Dann ist der Zug gekommen und es war der Zug, der als letztes zum Flughafen Wien gegangen wäre. Und er hat zwar dann noch andere Leute gefragt und ich hoffe, dass ihm jemand noch Geld gegeben hat, aber ich habe ihm halt nichts geben können, obwohl ich ihm wirklich gerne was gegeben hätte. Jedenfalls sind mein Papa und ich dann in den Zug eingestiegen und dann habe ich meinen Beutel nochmal genauer durchsucht und habe mein Handy rausgenommen. Und was war in der kleinen Tasche da? Oh. Ich hätte was gehabt. Ich hätte 5 € gehabt für ihn und ich habe nicht geschaut in meiner Handytasche. Vielleicht hat er jetzt wegen mir den Flug verpasst und kommt nicht heim nach Tel Aviv mit 60 plus Jahren am Samstagabend, weil er seine Religion ernst nimmt, nur weil ich Trottel nicht schauen kann. Naja, jedenfalls habe ich dann im Zug war ich den Tränen nahe. Papa, du weißt es, du warst dabei. Ich war wirklich den Tränen nahe, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe dann beschlossen, es war noch dazu ein bisschen stressig, weil dieser Zug ging bis zu einer Station namens St. Valentin und dann haben wir umsteigen müssen in einen anderen Zug, der uns dann heimgebracht hat. Und von Linz Hauptbahnhof bis St. Valentin sind vielleicht 10 Minuten Fahrzeit oder so und ich bin eben draufgekommen, dass ich einen 5-Euro-Schein in der Tasche habe, 3 Minuten bevor der Zug stehen geblieben ist. Das heißt, ich habe dann komplett hektisch mit meinem Papa ausgemacht, dass ich noch weiter nach vorn gehen werde und schauen werde, ob der Mann vielleicht
nicht doch eingestiegen ist und ihm dann sonst diese 5 Euro noch geben und dass mein Papa und ich uns dann am Bahnhof in St. Valentin treffen werden. Ich habe das dann gemacht und bin komplett gestresst durch die ganzen Waggons gerannt und habe diesen Mann gesucht und er war nicht mehr da. Das heißt, entweder hat er einfach einen anderen Zug genommen, was unwahrscheinlich ist, weil auf dem einen Bahnsteig, wo wir weggefahren sind, ist dann nachher kein Zug mehr gefahren. Oder er ist einfach nicht eingestiegen, weil er das Geld nicht beisammen gehabt hat. Ich bin so blöd. Wieso habe ich nicht einfach nochmal geschaut? Wieso habe ich nicht zu meinen Händen geschaut? Wieso ist ein 5-Euro-Schein nicht in meiner Geldtasche? What the hell? Anyway, ich habe dieses Video jetzt machen müssen, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Und weil ich irgendwie glaube, dass vielleicht drüber reden und vielleicht eure Kommentare hören. Seid bitte nett. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, ich brauche nicht noch mehr. Aber vielleicht hilft es mir, wenn ich eure Kommentare lese. Also, was hättet ihr gemacht? Ich hab gemacht, was ich gekonnt habe. Ich habe einfach zuerst nicht gut genug geschaut und ich wollte ihm wirklich was geben. Ich meine, ich werde die 5 Euro jetzt irgendwo anders hin spenden. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich irgendwie machen kann, um mein schlechtes Gewissen ein bisschen zu drosseln. Naja, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag und ich hoffe, ihr kommt nie in so eine verdammte Zwickmühle wie ich. Bye.